Wichtigste, was wir machen können. Stärke zeigen. Wir dürfen niemals Schwäche zeigen, wir dürfen niemals kein Bein geben. Egal wie scheiße die Situation ist. Niemals. Und wenn das gesamte Haus You untergeht. can't be fighting with the other recruits. You need those men to have your back. Ich frag mich ja, wie der There's noch dazu enough out here gehört. trying to kill us without trouble amongst our own. Finn's a bully. Couldn't just let him push me around. Fight every bully at Castle Black and that's all you'll ever do. Na und? Dann mach ich's eben. Und sie werden alle I'm knien. Garrett. Frostfinger told me about you. Seems to think you might be trouble. You might be right. He said worse about me. He said you fought for the North with the Forresters. You were there at the Twins. Yes. I still don't understand. 3,000 men, and not one could save my brother. Why didn't anyone fight back? Why didn't they rally to their king? Nobody was expecting it. One minute we were drinking and telling jokes, and the next, the Freys cut us open. Those cowards. Couldn't face Rob like men, so they stabbed him in the back. They couldn't even give him an honourable death. Let him die fighting. Walder Frey and Roose Bolton will pay for their treachery. I'd like to believe you, but men like that don't get what they deserve. Now the Freys command River Run, and the Boltons are Wardens of the North. After what they did. It's not right. They murdered my family. I should have been there. I keep thinking if I'd been there, I could have done something. But chances are, I'd be dead too. Whatever I once thought, my place is here. With the Night's Watch. Ich frage mich halt immer noch, wie der Garrett in die gesamte Geschichte hineinpasst. Ich meine, der hat eigentlich überhaupt nichts mehr mit dem Forresters am Hut. Außer, dass er zu... Also... Vielleicht gab es einen besonderen Grund, warum Duncan ihn zur Mauer geschickt hat. Außer, dass er irgendwie... Weißt du, das... There are those here who will hate you for who you are. Ja. Southerners who will call you traitor. Northerners who will call you craven. Some won't even have a reason. They'll hate you anyway. You can't do anything about it. Trust me, I know. I don't care if they hate me. Let them think what they like. Ignoring them won't be as easy as you think. Most of the men are criminals, forced to take the black. You were a squire for a noble house. What happened to you today happened to me more times than I can count. I learned there's nothing more important than having brothers you trust. Schön und so. Was? Ach, das ist eine Treppe. Ich habe gerade gedacht, das ist... Und er läuft über Ding, ne? Also... Gut. Ihr wisst nichts, John Schnee. Das ist immer schon I schön. felt the same first time I saw it. I heard you want to be a ranger. Why? Why risk Eigentlich your nicht. life out there? To find the North Grove. The North Grove? You serious? Natürlich. Ich mache niemals Witze. Old Nan used to tell us a tale about ice dragons and trees tall as the sky. Why would you want to find the North Grove? Why does it matter to you? It's important to House Forrester. Better keep that to yourself. Du hast schon Schnee ein Geheimnis offenbart. Na gut, du willst wahrscheinlich nicht weiter Not plappern. many von dem her. recruits want to be rangers. They'd rather stay here where they think they'll be warm and safe. But Mance Raider marches on the wall with 100,000 wildlings. I've seen them for myself. The men here are murderers, thieves, rapers. You won't like most of them, and they won't like you. But they're your brothers now. Can you stand with them?
Can you see past your differences? I'll stand with them. Glad to hear it. I'd say you'll get used to the cold, but you won't. Come on. Better get by a fire, or you'll end up like Frostfinger. Na, das wollen wir ja nicht. Vielleicht müssen wir noch Kinder machen. Ich frage mich halt immer noch, wie Garrett in das ganze Ding hineinpasst. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass er von Duncan mit Absicht zur Mauer geschickt wurde, und nicht nur um die Aufmerksamkeit von Ethan abzulenken. Nicht nur als Bestrafung, sondern weil er ganz genau weiß, das muss er tun, um den Nordhain zu finden. Er muss Grenzer sein, um den Nordhain zu finden, und dann irgendwas mit Nordhain. Tja, wo ist er? Keine Ahnung. Aber ich nehme an, die Folge ist zwar fast vorbei, also die Episode, aber ich mache mal eine Aufnahmepause. Oder nicht? Doch, ich mache eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme von Game of Thrones. Bis dahin, ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Game of Thrones, Folge Nummer 11. Wir sind Mira Forrester und sind in Königsmund. Mitten in der Nacht suchen nach dem Küchenjungen. Kohlenjungen hieß er. Keine Ahnung warum. Der hat irgendwie gesagt, er will uns helfen. Ganz, ganz dubios. Königsmund hilft niemand irgendwem ohne Hintergedanken. Er sagt, er will sich mit uns in der Nacht hier treffen. Und irgendjemand hat unser Zimmer durchgewühlt. Also ich nehme mal an, die Notiz war vom Kohlenjungen. Also unser Zimmer wurde durchwühlt. Und jemand hat auf dem Bett eine Nachricht hinterlassen, wir sollen uns Mira soll sich mit ihm oder ihr, wahrscheinlich der Kohlenjunge, wenn ich das richtig im Kopf habe, war da nämlich kein Ding mehr, kein Name hinterlegt, Mira soll sich mit dem Kohlenjungen oder mit dem Hinterlasser der Nachricht um Mitternacht im Königsmundgarten treffen. Garten von Königsmund. Blöde Eulen-Dinger. Ich bezweifle, dass er das hier war. Gestalt rufen. Where do you think you're going? At this time of night. Ich treffe mich mit jemandem. I'm meeting someone. It's a little late to be out, isn't it? Do you know what this uniform means? Dass du eine Wache bist oder so? It means you serve the Lannisters. So, you best get yourself back to your chambers. And I mean, now. If you don't like it, you can take it up with the commander. Is there no way I can change your mind? Did you not hear me? Was ist denn der so aggressiv? Was At ist ease, denn los Lucan. mit ihm? The lady is with me. Yes, sir. Enjoy your night. Das gefällt mir nicht. I die hope it Nachricht wasn't hinterlassen? bothering you, my lady. I'm Damien. Ich bedanke mich. Thank you, Damien. Ich weiß It nicht, was ob er my die Nachricht pleasure. hinterlassen hat. Ich nehme an, nicht. You got my note. That Oh, was doch. you. Interessant. Ich habe gedacht, das wäre der Kohlenjunge. I'm very glad you could make it. I've been wanting to talk to you for quite some time. Did you search my room? What were you looking for? Nothing, Lady Mira. I only wish to leave you a note. Und darum hat er den Raum durchsucht? I am sorry about this, Mira, but you've made enemies of the wrong people. A handmaiden should know her place. Was? What people? I'll make this quick if that helps. Ja, They danke für die deceive Nicht-Antwort. Aha, toll. Er arbeitet doch für die Lannisters, was soll denn das? Das kann ja nur Weitel sein, ne? So, weg mit dem Dolch. Und mit... Nein! Oh. Let her go! What the fuck?
das Problem ist, sollen wir ihn töten? Das Problem ist, töten wir ihn jetzt oder nicht? Greift Damien an, laufe um sein Leben. Retten wir den Kohlenjungen oder töten wir ihn? Lassen wir es. Er ist eine Wache. Er ist hinter uns her. Wer ihn geschickt hat, weiß ja noch, dass wir es waren. Scheiße. So oder so, wir sind am Arsch. So oder so, wir sind so am Arsch. Wenn wir ihn nicht getötet hätten, hätte er gewusst, okay, die ist entkommen. Wir können sie noch töten. You? Oder ich kann sie noch töten. What happened? What was that? He said I'd angered the wrong people. So, someone sent him? Ja, offensichtlich. What are you doing here? I heard yelling. Mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht. Zufall, ne? Zufall. You did what you had to do, Lady Mira. You had no choice. I need to get back. Someone might see me. I'll take care of him. I know a few places in Fleabottom. No one will ever find him. Ja, aber Leute werden ihn vermissen. Don't tell anyone. I won't. Everything all right, sir? Damien, where are you? Na, natürlich er. Da, was machen wir mit der Waffe? Was machen wir mit der Waffe? Bettet das Messer, wirft das Messer weg. Ich hätte es behalten sollen. Verdammt! Ich hätte es behalten sollen. Die waren so oder so am Arsch gewesen, oder? Ich meine, einerseits, der ihn geschickt hat, weiß jetzt, es hat nicht geklappt. Also wird den nächsten sehenden, hätten wir ihn nicht angegriffen, dann hätte Damien uns einfach weiter verfolgt. Aber also so oder so, naja, reden wir mal nicht darüber, ne? What's Gwyn Whitehill doing here? No idea. Unsere Verlobte? Hello, Roderick. Sir Roland. Ich meine, It's wir haben been sie a while nicht since we've eingeladen, met. aber... Yes. Last time I saw you, you and my brother had almost started a war. Your father wanted to murder Asher for your little Ach love nee, doch affair, nicht, gar nicht, das remember? war die andere. Verwechselt. It was a long time ago. May we speak privately? My lady? Ist das die Tochter vom Lord Whitehill? Von dem Roderick. Trottel? I came here because I know how hard these past few days must have been for you and your family. Mhm. I know my words probably mean nothing to you. Your father caused this. He brought Ramsay to our door. He watched as that bastard killed my little brother. Yes, he had a part in it, but you cannot blame him for everything. Doch, eigentlich schon. Still, your brother didn't deserve this. Neither of them did. Listen, I know my father is intent on using Ryan as a hostage, but I think you deserve some news of him. I know it's little consolation, but if I can offer you this, it's something at least. So you disagree with your father then? I will admit his methods are often misguided, but he's Unangebracht. not Ach, mistreating wie your nett. brother. I'm looking after him, but What? the other day he said something that made me worry. He asked me if his father died because he was a coward. He asked if he was really a thief and a traitor like my father says. I don't wish to upset you, but I thought you should know. Damn your father! How dare he fill Ryan said with lies? Calm yourself, Roderick. I've been Wieso, ich doing my hab jedes best to Recht, set him wütend zu right, sein. but he is only a child. He Hallo? feels forgotten, alone. He's Ach, waiting was. for his family, but every day my father tells him they will never come. That they've chosen their pride over him. And with each passing day, those words start to sound like truth. Tell him to stay strong. Have him repeat our house words every day until I come for him. Of course. But if you truly want to bring Ryan home, this war has to end. You know that. Es gibt nur We eine don't have to Möglichkeit, be diesen Krieg enemies, zu Roderick. beenden. Hello, Lord Gwyn. Whitehill muss sterben. It's good to see you, Talia. I hope I can count on your discretion. Roderick,
You should speak to Mother. Natürlich. Natürlich. Da kommt die Tochter angelaufen, um irgendwie Mother. den Streit zu schlichten. Während ihr Vater Join the others. He should be die here. ganze Zeit He uns should be with his provoziert family. und ja. But Weißt instead du, they send her. Feuer in die Asche wirft. Feuer in die Asche. Holz ins Feuer wirft. So. Gwen came here on her own. She wanted us to know Ryan is okay. It's happening all over again. I can see it. My Was? father's house was once mighty like this one, but his loyalty to the Targaryens cost us dearly. I watched as countless of our kin fell, saw our lands destroyed, everything we clung to was ripped from our hands. Also sagst du, I Prinzipien sind es can't nicht wert, watch oder that was? same fate before this family. Our Prinzipien house, rauswerfen. my children. They will take everything from us. I won't let that happen to us. Die sagt, You Prinzipien sind must es be nicht ready wert. to defend us, Roderick. Ach Your was. body may be damaged, but your spirit must be like iron. You let nothing stand in your way, do you understand? If you have to murder every last Whitehill down to the babes in their beds, no matter what, you must do it. Promise me. You must protect them. I will Das kill war mein anyone who Plan stands in my von way. Anfang an. I will do whatever it takes. Remember that. You must be ready. Promise me. We will be ready, Mother. Mira, Asher, even Garrett. They all stand with us. We are strong. Und stark Yes. werden wir auch bleiben. I suppose we have to be. Would you say a few words, my lord? Natürlich. Hier überschlagen sich die Ereignisse schon wieder. Ich komme gar nicht dazu zu reden. Oh. Vater und Bruder. My father. He was everything. Everything I ever wanted to be. He showed me what it is to be a lord. He was always honourable. I never knew a better man. And I am sorry. I love you, Father. Ethan, my little brother. He stood up to Ramsay Snow. He saved our sister's life and paid with his own. He was only a boy. We honor Lord Gregor Forrester, my husband, my love, and our Lord Ethan, my sweet little boy. But now is time to say goodbye. Father and son are returned to the earth, to the ice. And from their sacrifice, new life begins. Iron from ice. Iron from ice. Also gut. Lord Forresters Scheiterhaufen anzünden. Und der kleine Bruder Ethan, der viel zu früh von uns gegangen ist, aber auch in over his head, sagt man so schön im Englischen. Also er war knietief in Scheiße, total überfordert. So wie wir alle. Verdammte Whitehills. From ice we fall
roosters born, to ice we all return. Father, brother, I've sworn to guard this rest you've earned. I'd bare my neck to wail in pain and swim the shivering sea. Paint slavers play in crimson rains to bring Ethan back to me. His final words, faced with the sword, chilled Ramsay to the bone. You will not have her, I am Lord, and I protect my own. Fight on, Ethan the brave. Old gods bear steel with you. Our Lord might win a hero's grave, so iron rules anew. Still iron rules anew. Also, ich bin ja normalerweise kein Fan von sowas. Aber das war geil. What is going on? Roderick, you have to do something. Lord Whitehill's son has arrived. Griff Whitehill means to torment us. Nothing worse than a fourthborn with something to prove. It was bad enough when it was just the soldiers. We can't live with them under our roof. Form up and follow my lead. You'll be taking your vows. You too, Tuttle. Time to start proving you're a brother. Oh, the things we do for family. I wonder sometimes if it's worth it. All the sacrifices. Enjoy the wedding. How much further to Marine? A few days. If the Lost Legion doesn't catch up to us first. I overheard a couple of men whispering about the Lannister Guard. They're questioning people. Is there anything else we need to be worried about? What was that? Zwei, die verlorenen Lords. Und wie immer beim Telltale-Spiel werden jetzt unsere Entscheidungen während dieser Episode mit den Entscheidungen von anderen Spielern verglichen, sodass wir uns ganz toll fühlen können, wenn wir dieselben Entscheidungen getroffen haben wie andere Spieler und uns bestätigt fühlen können. Oder wir sagen können, alle anderen sind blöd, wir haben die richtigen gemacht, die sind alle scheiße. So, du und 76,1% der Spieler haben Margary's Brief, ne, also Brief wie in Unterhose im Englischen, nicht gefälscht. Ja. Natürlich nicht, wir hatten kein Siegel. Und das wäre sowas von aufgeflogen, glaube ich. Und es wäre der falsche Weg gewesen. Es hätte ja doch geklappt. Du und 70,4% der Spieler haben sich geweigert, Lord Whitehills Ring zu küssen. Richtig so. Wir können ja nicht hier seinen Ring küssen, direkt vor unserer Verlobten. Wo sind wir denn? Er steht doch nicht über uns, er steht gleichermaßen mit uns. Wir sind beide Vasallen von Ramsays. Von Ramsay, Dings da, von den Boltons. Wieso ist Ramsay Schnee? Im Englischen Snow, das verwirrt mich immer noch. Die immer hier Snow sagen und im Untertitel steht Schnee, das verwirrt mich. Wieso ist der eigentlich adelig? Der hat keinerlei Recht darauf. Genauso wie Jon Schnee. Der ist ja auch an der Mauer
weil er dahin wollte. Der ist ja auch ein Bastard von den Starks. Und der hat ja auch keinerlei Anrecht auf den Titel Wächter des Nordens gehabt. Also er war ja kein wirkliches Mitglied der Familie, weil er ja ein Bastard ist. Oder irgendwas passt da nicht zusammen. Vielleicht ist sein Vater, der Bolton, einfach nicht so ehrenhaft, wie der Ned Stark das war. Egal. Natürlich haben wir den nicht geküsst. Das wär, wo kommen wir denn dahin, wenn wir uns ihn unterstellen? So. Du und 48,1% der Spieler haben die Verlobung von Roderick mit Elena Glenmore erreicht. Nur 48,1% der Spieler? Interessant. Das heißt, wir gehören zu der Minderheit, ganz knappe Minderheit, die gesagt hat, die so schlau war und die Frau so bezirzen konnte und die richtigen Dinge gesagt hat, um sie zu überzeugen, dass auch wenn wir gerade etwas schlecht dastehen, wenn wir zusammenarbeiten, die Vitals besiegen können. Das heißt, wir haben eine weitere Verbündete. Wir haben nicht nur Asher und Mira und Garrett. Warum auch immer der aufgezählt wurde. Der ist total unwichtig geworden. Ich weiß immer noch nicht, was der an der Mauer macht. Außer Grenzer zu werden. Total unwichtig. Wir haben auch sie. Wir haben die Unterstützung der Glenmores. Wichtig. Du und 95,5% der Spieler haben nicht verraten, dass Cotter Finns Messer gestohlen hat. Nee, ich habe mich eigentlich rausgehalten. Ich wollte nur den Streit schlichten. Aber mir war es egal. Das sollen sie unter sich regeln, ja. Wenn er meint, er muss das blöde Messer von dem Vollidioten stehlen, dann ist er selber ein Vollidiot. Und ja, wenn er meint, er muss hier so kindisch sein und Messer stehlen, dann soll er kindisch sein und Messer stehlen. Wird schon sehen, was er davon hat. Ich wollte einfach nur nicht, dass er den anderen verprügelt. Zumindest nicht so in der Öffentlichkeit. Du und 90,7% der Spieler, beziehungsweise ich habe nur gesagt, er soll mich nicht schlagen. Und er hat's getan. Du und 90,7% der Spieler haben Miras Angreifer getötet. Natürlich. Das ist genau das, worüber ich die ganze Zeit reden wollte, aber ich kam nicht dazu. Egal, was wir gemacht hätten, wir wären so oder so am Arsch gewesen. Ja, also, wir haben ihn jetzt getötet, ja. Das heißt, derjenige, der ihn geschickt hat, weiß, der Typ ist weg. Ob er tot ist oder verschwunden, keine Ahnung, aber er ist weg. Wahrscheinlich tot. Das heißt, er wird uns einen neuen auf den Hals setzen oder anders vorgehen. Hätten wir ihn am Leben gelassen, hätte der andere gewusst, okay, die weiß Bescheid, dass wir jemanden auf sie angesetzt hat. Sie weiß eventuell, wer es war. Das waren wahrscheinlich die Vitals. Und es kann auch Cersei gewesen sein, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es kann auch... Nee. Es kann nicht die Blume gewesen sein, denn sie hat ja keinerlei Macht. Sie ist ja einfach nur eine Zofe. Und Lady Margaery glaube ich auch nicht, weil die vertraut uns ja. Cersei glaube ich auch nicht, weil das ist der egal. Wir haben ihr die Treue geschworen, wenn es auch nur in Worten war. Ist ja egal, Worte bedeuten nichts, aber wenn sie Wert darauf legt, dann ist schön. Das heißt, es waren die Vitals wahrscheinlich, die ja sauer auf uns sind, weil wir gesagt haben, nee, also hier, wir machen auch ein Angebot nach Eisenholz. Und der Tyrion Lannister gesagt hat, ja, genau, das ist gut. Ich nehme lieber die Forresters an. Ich nehme lieber das Angebot von Forresters an. Das hat die Vitals natürlich übelst sauer gemacht. Dann bringt auch dieses komische Gefasel von Lord Vital nicht. Er nimmt jetzt die Hälfte unseres Ironwoods, also unseres Eisenholzes. Es bringt ihm gar nichts. Weil die Krone will es nicht von ihm. Das bringt ihm nichts. Eventuell kriegen wir dadurch Schwierigkeiten, wenn er anfängt, die Hälfte des Waldes abzuholzen und wieder nur noch die Hälfte des Bestandes haben, was ich immer noch nicht glaube. Ist ja auch egal. Hätten wir ihn gehen lassen, hätte der Angreifer auf jeden Fall auch, oder derjenige, der ihn geschickt hat, auf jeden Fall auch gewusst, dass wir Bescheid wissen, dass wir entkommen sind und hätte ihn einfach nochmal auf uns geschickt. Also so oder so, wären wir voll am Arsch gewesen. Entweder wir machen den Angreifer jetzt tot, habe ich mir gedacht, dann ist er weg. Oder wir lassen ihn leben, dann ist er noch da. Aber das Ergebnis ist wahrscheinlich das gleiche, bis auf den Unterschied eben, dass jetzt ein Hauptmann der Wache verschwunden ist. Aber wer würde uns schon verdächtigen? Bis auf die andere Wache, die uns gesehen hat und wusste, dass wir mit ihm unterwegs sind. Aber wer verdächtigt schon eine Zofe, dass sie eine Wache getötet hat? Ganz ehrlich. Das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge sehen. In Folge 3 von Game of Thrones. Ich verabschiede mich, die Credits überspringe ich hier, wenn hier jetzt keine Musik wieder kommt. Wenn doch kommt, dann lasse ich sie laufen. Wenn keine kommt, dann
Werden wir mal sehen, ne? Ciao. From eyes we Forresters born, to eyes we all return. Father, brother, I've sworn to guard this rest you've earned. May kings and queens melt down their crowns up high on Aegon's hill. In floods of gold I pray they drown, for all the blood they spill. Man, sound the horn of winter's past, call starving giants forth, urge cannibals to break their fast on wardens of the north. Eastern mages empty the veins of beasts across the sea. Paint slavers bay in crimson rains to bring Ethan back to me. His final words, faced with the sword, chilled Ramsay to the bone. You will not have her, I am Lord, and I protect my own, and I protect my own. Fight on, Ethan the brave, old gods bear steel with you. Our Lord, my twin, a hero's grave, so iron grows anew. Still iron grows anew. Ich muss ja sagen, ich bin normalerweise kein Fan von sowas. Von solchen Musikeinlagen. Aber in dem Fall hat es mir richtig gut gefallen. Muss man einfach so sagen. Das ist wirklich richtig gut gewesen. Ja, wie gesagt. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Game of Thrones. Wo wir dann die 3. Staffel spielen. Oder die 3. Episode. Nicht die 3. Staffel. Die 3. Episode von der 1. Staffel. Die 2. Staffel ist ja schon bestätigt worden. Wann auch immer die kommt. Das heißt, das Schwert in der Dunkelheit sehen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin. Ciao.